Sprechen und Hören üben. Lektion 1: Zu Hause zu Besuch. Hallo Anna, wie geht es dir? Ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende bei Ihnen vorbeizuschauen. Wäre das für Sie in Ordnung? Hey John, mir geht es gut, danke für die Nachfrage. Und natürlich sind Sie immer herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Großartig, danke. Ich hatte gehofft, Ihre Stadt ein wenig erkunden zu können, während ich dort bin. Hast du Empfehlungen für Unternehmungen? Auf jeden Fall. Es gibt einen tollen Park in der Nähe mit schönen Wanderwegen und einem See. Und es gibt auch einige tolle Restaurants und Cafés in der Innenstadt. Das hört sich perfekt an. Und ich könnte ein paar Brettspiele oder ein Kartenspiel mitbringen, wenn Sie Lust dazu haben. Das würde Spaß machen. Ich habe auch ein paar Spiele, damit wir einen Spieleabend veranstalten können. Großartig. Und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich uns gerne eines Abends ein Abendessen kochen. Das wäre toll. Was wolltest du machen? Vielleicht etwas Pasta mit einer hausgemachten Soße. Und ich könnte auch etwas Wein dazu mitbringen. Hört sich lecker an. Und nur damit ihr es wisst, ich bin Vegetarierin. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns gemeinsam ein leckeres Gericht einfallen lassen können. Überhaupt kein Problem. Ich liebe es, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Und gibt es etwas, das du außer Fleisch nicht isst? Nicht wirklich, aber ich bin ein bisschen eine Naschkatze. Vielleicht könnten wir also auch ein Dessert zusammen machen. Klar, das klingt nach einer tollen Idee. Und wenn du Lust hast, könnten wir auch mal eine Radtour oder eine Wanderung machen. Das wäre der Hammer. Ich habe einige großartige Trails im Sinn, wenn Sie Lust auf ein kleines Abenteuer haben. Lektion 2: Meine Küche renovieren. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Küche zu renovieren. Habt ihr Erfahrungen mit so etwas? Hallo John. Letztes Jahr habe ich meiner Schwester geholfen, ihre Küche zu renovieren. Was gedenken Sie zu tun? Nun, ich denke darüber nach, die Schränke und Arbeitsplatten zu ersetzen und vielleicht ein paar neue Geräte hinzuzufügen. Das klingt nach einem großen Projekt, ist aber auf jeden Fall machbar. Haben Sie über Ihr Budget nachgedacht? Ja, ich habe etwas Geld dafür gespart, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel es kosten wird. Haben Sie ungefähre Zahlen? Das hängt wirklich von den Materialien ab, die du verwendest, und von der Größe deiner Küche. Aber ich würde sagen, Sie sehen irgendwo zwischen 10,000 und 30,000 US-Dollar. Wow, das ist mehr, als ich erwartet hatte. Aber ich denke, es lohnt sich, wenn es meinem Zuhause einen Mehrwert verleiht. Auf jeden Fall. Und es ist eine gute Idee, in hochwertige Materialien und Geräte zu investieren, damit sie lange halten. Das ist ein guter Punkt. Haben Sie Empfehlungen für Bauunternehmer oder Planer? Ja, es gibt ein paar gute in der Gegend. Aber stellen Sie sicher, dass Sie ein paar Angebote einholen und Referenzen überprüfen, bevor Sie jemanden einstellen. Danke für den Rat. Und ich dachte auch daran, vielleicht eine kleine Insel in der Mitte der Küche hinzuzufügen. Was denkst du? Das könnte eine tolle Idee sein.
Es würde zusätzlichen Platz auf der Theke schaffen und auch als Blickfang im Raum dienen. Achten Sie nur darauf, das Layout und den Ablauf der Küche bei der Planung der Insel zu berücksichtigen. Guter Punkt. Und wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Haben Sie Empfehlungen, wie Sie den Raum beleuchten können? Auf jeden Fall. Sie sollten sicherstellen, dass Sie eine Mischung aus Arbeitsbeleuchtung wie Unterschrankleuchten und Umgebungsbeleuchtung wie eine Pendelleuchte über der Insel haben. Und achten Sie darauf, Glühbirnen mit einer warmen, einladenden Farbtemperatur zu wählen. Lektion 3: Jeden Tag Zeitung lesen. Hey Anna, liest du immer noch jeden Tag die Zeitung? Hallo John. Das tue ich tatsächlich. Ich liebe es, meinen Tag mit einer Tasse Kaffee und der Morgenzeitung zu beginnen. Wie steht es mit dir? Früher schon, aber in letzter Zeit bekomme ich die meisten meiner Nachrichten online. Glaubst du, dass ich etwas verpasse? Nun, ich denke, es spricht einiges dafür, eine physische Zeitung in den Händen zu halten. Und es kann eine gute Möglichkeit sein, Artikel und Geschichten zu entdecken, die Sie online vielleicht nicht sehen. Das ist ein guter Punkt. Und mir gefällt auch die Idee, den Lokaljournalismus zu unterstützen. Genau. Und das Ritual des Zeitunglesens hat etwas Tröstendes und Erdendes. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und haben Sie Lieblingsabschnitte oder Kolumnen, die Sie immer lesen? Ich liebe es, die Meinungsseiten und redaktionellen Cartoons zu lesen, ebenso wie die lokalen Nachrichten und Feuilletons. Wie steht es mit dir? Ich schaue mir immer den Sportteil an, und ich lese auch gerne die Wirtschafts- und Technologienachrichten. Das sind alles tolle Abschnitte. Und ich denke, es ist wichtig, ein umfassendes Verständnis dafür zu haben, was in der Welt vor sich geht. Auf jeden Fall. Und haben Sie Empfehlungen für Zeitungen oder Nachrichtenquellen, die ich mir ansehen sollte? Nun, ich denke, es ist wichtig, aus einer Vielzahl von Quellen zu lesen, um eine ausgewogene Perspektive zu erhalten. Aber einige meiner Favoriten sind die New York Times, die Washington Post und der Guardian. Das sind alles großartige Quellen. Und haben Sie Tipps, um auf dem Laufenden zu bleiben und sich mit den Nachrichten zu beschäftigen? Ich denke, es ist wichtig, eine Routine zu finden, die für dich funktioniert, sei es, dass du mit deinem Morgenkaffee die Zeitung liest oder dir abends Zeit nimmst, um die Ereignisse des Tages nachzuholen. Und es ist auch hilfreich, Journalisten und Nachrichtenorganisationen in den sozialen Medien zu folgen, um über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 4: Ich habe heute Morgen vergessen, meinen Kaffee zu trinken. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hey John, mir geht es ziemlich gut. Wie steht es mit dir? Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen daneben. Ich habe heute Morgen vergessen, meinen Kaffee zu trinken und fühle mich ziemlich träge. Oh nein, das ist das schlimmste Gefühl. Willst du jetzt eine Tasse Kaffee trinken? Das wäre eigentlich toll. Hast du Lieblingscafés in der Nähe? Ja, es gibt einen tollen Ort nur ein paar Blocks entfernt. Sie haben wirklich gute Lattes. Perfekt, das klingt genau das, was ich brauche. Und haben Sie Tipps, wie Sie daran denken können, morgens Kaffee zu trinken? Nun, ich stelle meine Kaffeemaschine immer so ein,
dass sie vor dem Aufwachen mit dem Brühen beginnt, damit mich der Kaffeegeruch aus dem Bett holt. Und ich habe auch eine Tüte Kaffeebohnen als visuelle Erinnerung auf meinem Nachttisch. Das sind beides großartige Ideen. Das muss ich vielleicht mal ausprobieren. Und denkst du, dass es schlecht ist, sich morgens auf Kaffee zu verlassen, um aufzuwachen? Ich denke, es ist in Maßen in Ordnung. Kaffee kann ein guter Start in den Tag sein, aber es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören und sich nicht zu sehr auf ihn zu verlassen. Das macht Sinn. Apropos Kaffee, haben Sie schon einmal ungewöhnliche Kaffeegetränke oder Geschmacksrichtungen probiert? Eigentlich habe ich vor kurzem einen Lavendel-Latte probiert und es war wirklich gut. Und ich habe auch schon einmal einen Kurkuma-Latte getrunken, was interessant war. Wow, davon habe ich noch nie gehört. Sie klingen wirklich einzigartig. Und hast du Lieblingscafés, die du gerne besuchst? Es gibt eine tolle Bäckerei in der Nähe, die tollen Kaffee und Gebäck hat. Und ich liebe es auch, in dieses gemütliche kleine Café in der Innenstadt zu gehen, in dem es wirklich guten Pour-Over-Kaffee gibt. Lektion 5. Arbeiten an einem Projekt mit einem wirklich engen Zeitplan. Hi Anna, ich habe gerade herausgefunden, dass wir an einem Projekt mit einem wirklich engen Zeitplan arbeiten müssen. Bist du bereit für die Herausforderung? Hey John, ich bin immer für eine Herausforderung zu haben. Wie sieht der Zeitplan aus, mit dem wir arbeiten? Wir müssen das Projekt in nur 2 Wochen abschließen. Es wird hart, aber ich denke, wir können es schaffen. Wow, das ist eine knappe Deadline. Aber ich stimme zu, wir können es definitiv schaffen, wenn wir zusammenarbeiten und organisiert bleiben. Genau. Und ich dachte, wir könnten die Aufgaben vielleicht aufteilen und separat bearbeiten, um die Dinge effizienter zu machen. Das ist eine tolle Idee. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir regelmäßig kommunizieren und uns gegenseitig über unsere Fortschritte informieren. Ja, auf jeden Fall. Und hast du Tipps, wie du konzentriert und produktiv bleibst, wenn du unter Druck arbeitest? Ich denke, es ist wichtig, seine Aufgaben zu priorisieren und einen Zeitplan oder eine To-Do-Liste zu erstellen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und machen Sie auch Pausen und gönnen Sie sich Zeit zum Aufladen, damit Sie nicht ausbrennen. Das sind tolle Tipps. Und denkst du, dass es besser ist, an einem solchen Projekt in einer Gruppe oder einzeln zu arbeiten? Ich denke, das hängt vom Projekt und den beteiligten Personen ab. Aber in diesem Fall denke ich, dass die Arbeit in einer Gruppe effizienter und effektiver sein wird. Dem stimme ich zu. Und haben Sie schon Erfahrung mit Projekten mit solchen engen Fristen? Ja, das habe ich. Ich habe in der Vergangenheit an mehreren Projekten mit engen Fristen gearbeitet. Es kann stressig sein, aber es ist auch eine großartige Gelegenheit, sich selbst herauszufordern und als Profi zu wachsen. Das ist ein guter Punkt. Und haben Sie Vorschläge, wie wir unsere begrenzte Zeit und Ressourcen optimal nutzen können? Nun, ich denke, es ist wichtig, sich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und dann später an den kleineren Details zu arbeiten, wenn wir Zeit haben. Und seien Sie auch offen für Feedback und bereit, auf dem Weg dorthin Anpassungen vorzunehmen. Lektion 6: Die herausfordernde Prüfung. Hey Anna, wie geht's? Wie haben Sie die Prüfung empfunden? Hey John,
Es war eine ziemliche Herausforderung, um ehrlich zu sein. Ich hatte nicht erwartet, dass es so schwierig sein würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand einige der Fragen auch wirklich schwierig. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich habe wochenlang gelernt, aber ich fühlte mich immer noch nicht vollständig vorbereitet. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Ich habe viel Zeit mit Lernen verbracht, aber es gab immer noch einige Fragen, bei denen ich mir nicht sicher war. Fanden Sie einen bestimmten Teil der Prüfung schwieriger als die anderen? Ich hatte Probleme mit der Esse-Frage. Es war etwas vage und ich war mir nicht ganz sicher, wonach der Prüfer suchte. Wie steht es mit dir? Ja, die Esse-Frage war auch schwierig für mich. Ich denke, es liegt daran, dass es viel kritisches Denken und Analyse erforderte, worin ich von Natur aus nicht besonders gut bin. Das stimmt. Aber hey, wenigstens haben wir unser Bestes gegeben, oder? Das ist alles, was wir tun können. Absolut. Und wer weiß, vielleicht ist der Prüfer nachsichtig und gibt uns ein paar zusätzliche Noten. Daumen. Haha, ich hoffe es. Aber selbst wenn wir nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, können wir immer aus unseren Fehlern lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Auf jeden Fall. Und es ist nicht das Ende der Welt, wenn wir nicht bestehen. Wir können es immer wieder versuchen und uns weiter verbessern, bis wir Erfolg haben. Genau. Es geht um Ausdauer und Resilienz. Und wer weiß, vielleicht überraschen wir uns sogar selbst und machen es besser, als wir dachten. Das ist der Spirit. Warten wir einfach ab, was passiert, und feiern wir in der Zwischenzeit die Tatsache, dass wir alles gegeben haben. Einverstanden. Lass uns etwas trinken gehen und uns ein wenig von der Prüfung ablenken. Lektion 7. Wie wäre es, wenn wir nach der Arbeit etwas trinken gehen? Hey Anna, wie war dein Arbeitstag? Es war ziemlich stressig, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, ich verstehe dich. Ich wurde den ganzen Tag mit Besprechungen überschwemmt. Aber ich habe eine Idee, um die Seele baumeln zu lassen. Wie wäre es, wenn wir nach der Arbeit noch etwas trinken gehen? Das klingt nach einer tollen Idee. Wohin wolltest du gehen? Es gibt eine neue Bar, die die Straße runter eröffnet hat. Ich habe gehört, dass sie einige wirklich gute Cocktails haben. Das hört sich perfekt an. Um wie viel Uhr wolltest du gehen? Ich dachte an etwa 18 Uhr. Auf diese Weise können wir die Happy Hour Spezials erwischen. Hört sich gut an. Ich beende meine Arbeit und treffe dich dort. Super, wir sehen uns dort. Oh, und übrigens, zögern Sie nicht, jeden anderen aus dem Büro einzuladen, der sich uns anschließen möchte. Gute Idee. Ich werde sehen, ob noch jemand interessiert ist. Großartig. Ich denke, es wird eine gute Möglichkeit sein, sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf. Es ist immer schön, gute Gesellschaft und einen Drink zum Entspannen zu haben. Einverstanden. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, unsere Kollegen außerhalb des Büros besser kennenzulernen. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist wichtig, eine gute Work-Life-Balance zu haben, und dies ist ein perfektes Beispiel dafür.
Auf geht's, um Spaß zu haben. Lektion 8: Bedeutung der Work-Life-Balance. Hi Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit sehr lange gearbeitet hast. Wie geht es dir? Um ehrlich zu sein, war es ziemlich hart. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht viel Zeit für irgendetwas außerhalb der Arbeit hatte. Ich weiß, was du meinst. Es ist leicht, sich in der Arbeit zu verfangen und die Bedeutung der Work-Life-Balance zu vergessen. Ja, es ist wie ein nie endender Kreislauf. Aber ich habe versucht, mich bewusst zu bemühen, meinem Privatleben ein bisschen mehr Priorität einzuräumen. Das ist toll zu hören. Ich habe das Gleiche getan. Ich finde, dass es mir wirklich hilft, Pausen zu machen und Dinge zu tun, die mir außerhalb der Arbeit Spaß machen, um neue Energie zu tanken. Auf jeden Fall. Dabei geht es nicht nur darum, Pausen einzulegen, sondern auch Grenzen zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Arbeit nicht das ganze Leben in Anspruch nimmt. Genau. Es ist wichtig, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu haben, damit Sie in beiden Bereichen glücklich, gesund und produktiv sein können. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch Arbeitgeber die Bedeutung der Work-Life-Balance erkennen und eine Arbeitskultur schaffen, die dies unterstützt. Dem kann ich nur zustimmen. Ein Unternehmen, das Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legt, hat mit größerer Wahrscheinlichkeit glückliche und motivierte Mitarbeiter, was wiederum zu einer besseren Produktivität und einem besseren Erfolg führt. Das ist so wahr. Und als Individuen liegt es an uns, unsere eigene Work-Life-Balance zu priorisieren und unsere Bedürfnisse bei Bedarf an unsere Arbeitgeber zu kommunizieren. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn wir uns nicht zu Wort melden und unsere Arbeitgeber wissen lassen, dass wir eine bessere Work-Life-Balance brauchen, erkennen sie vielleicht nicht, dass es ein Problem ist. Genau. Und es geht nicht nur darum, mehr Freizeit zu haben, sondern auch darum, einen Job zu haben, der erfüllend und sinnvoll ist, damit sich die Arbeit nicht wie eine Last anfühlt, der wir entfliehen müssen. Absolut. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für uns funktioniert, und sicherzustellen, dass wir uns um unser körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden kümmern. Dem kann ich nur zustimmen. Das Leben ist zu kurz, um unsere ganze Zeit bei der Arbeit zu verbringen und unser Privatleben zu vernachlässigen. Stellen wir sicher, dass wir unserer Work-Life-Balance Priorität einräumen und das Leben in vollen Zügen genießen. Lektion 9: Kann ich mir Ihr Telefon für eine Minute ausleihen? Hi Anna, kann ich mir dein Handy für eine Minute ausleihen? Mein Telefon ist gerade gestorben und ich muss einen wichtigen Anruf tätigen. Klar, kein Problem. Aber ich muss euch warnen, mein Akku ist auch ziemlich schwach. Oh nein, wirklich? Was werden wir tun, wenn unsere beiden Telefone sterben? Ich denke, wir müssen nur ein Münztelefon oder so etwas finden. Es ist verrückt, wie abhängig wir heutzutage von unseren Handys sind. Ich weiß, oder? Es ist, als könnten wir ohne sie nicht funktionieren. Aber es ist auch irgendwie befreiend, sich von den ständigen Benachrichtigungen und Ablenkungen zu trennen. Ja, da stimme ich zu. Manchmal ist es schön, einfach im Moment präsent zu sein, ohne den ständigen Drang, auf unsere Telefone zu schauen. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine gute Erinnerung daran, immer ein tragbares Ladegerät oder einen Ersatzakku bei sich zu haben, nur für Notfälle wie diesen. Das ist ein guter Punkt.
Ich vergesse immer, mein tragbares Ladegerät mitzunehmen, aber ich sollte es mir wirklich zur Gewohnheit machen. Hier ist es genauso. Es ist nur eines dieser Dinge, über die wir erst nachdenken, wenn wir es wirklich brauchen. Aber ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, ein persönliches Gespräch zu führen und mit den Menschen um uns herum zu interagieren, anstatt die ganze Zeit an unseren Bildschirmen zu kleben. Absolut. Es ist leicht zu vergessen, wie wichtig soziale Interaktion in unserem Leben ist und wie viel wir daraus lernen und gewinnen können. Und es geht nicht nur um soziale Interaktion, sondern auch darum, die Möglichkeit zu haben, im Moment präsent und achtsam zu sein. Wenn wir ständig von unseren Handys abgelenkt werden, können wir die Schönheit und den Reichtum unserer Umgebung verpassen. Da hast du vollkommen recht. Es ist wichtig, bei allem, was wir tun, präsent und achtsam zu sein, egal ob es darum geht, mit einem Freund zu sprechen oder eine schöne Aussicht zu genießen. Und wer weiß, vielleicht ist das Sterben unserer Telefone ein Zeichen dafür, dass wir eine Pause von der Technologie einlegen und uns wieder mit der Welt um uns herum verbinden müssen. Lektion 10. Funktioniert Ihr WLAN? Hey Anna, funktioniert dein WLAN? Ich habe Probleme, mich mit dem Internet zu verbinden. Nein, meins funktioniert auch nicht. Es sieht so aus, als ob das WLAN getrennt ist. Das ist ärgerlich. Ich war mitten in einem wichtigen Projekt und kann jetzt auf keine meiner Dateien zugreifen. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte vor, heute Abend etwas Arbeit nachzuholen, aber jetzt sieht es so aus, als müsste ich etwas anderes finden, was ich tun kann. Ja, es ist frustrierend, wenn wir uns so sehr auf die Technologie verlassen und sie uns im Stich lässt. Aber vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass wir eine Pause einlegen und zur Abwechslung mal etwas offline machen müssen. Das ist ein guter Punkt. Manchmal sind wir so sehr in unseren Bildschirmen gefangen, dass wir die anderen Dinge vergessen, die wir tun könnten. Genau. Vielleicht könnten wir draußen spazieren gehen oder ein Buch lesen, anstatt auf unsere Computer zu starren. Das klingt nach einer tollen Idee. Es ist wichtig, Pausen einzulegen und unseren Augen und unserem Gehirn eine Pause von der ständigen Bildschirmzeit zu gönnen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auf neue Ideen oder Lösungen für unsere Probleme, wenn wir nicht an unseren Bildschirmen kleben. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie viel kreativer und produktiver wir sein können, wenn wir nicht von der Technologie abgelenkt werden. Ja, ich denke, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Technologie und Offline-Aktivitäten zu finden, damit wir in unserem Leben präsenter und achtsamer sein können. Dem kann ich nur zustimmen. Und es geht nicht nur darum, unser Privatleben, sondern auch unser Arbeitsleben unter einen Hut zu bringen. Manchmal ist es leicht, sich in der digitalen Welt zu verlieren und die Bedeutung der Kommunikation und Zusammenarbeit von Angesicht zu vergessen. Absolut. Und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Technologie nicht unfehlbar ist. Wir brauchen Backup-Pläne und alternative Wege, um Dinge zu tun, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Das ist ein guter Punkt. Es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Und lassen Sie uns in der Zwischenzeit diese Gelegenheit nutzen, um uns von der Technologie zu trennen und die einfachen Dinge des Lebens zu genießen. Lektion 11. Persönliches Treffen mit unseren Kunden. Hey Anna, ich habe gerade eine E-Mail von einem unserer Kunden erhalten, der um ein persönliches Treffen gebeten hat. Was denkst du?
Ich finde, das ist eine tolle Idee. Manchmal ist es besser, sich persönlich mit Kunden zu treffen, anstatt nur per E-Mail oder Telefon zu kommunizieren. Ja, dem stimme ich zu. Es ist einfacher, eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, wenn Sie sich von Angesicht zu Angesicht treffen. Genau. Und es ermöglicht uns auch, ihre Bedürfnisse und Erwartungen besser zu verstehen und individuellere Lösungen anzubieten. Das ist ein guter Punkt. Außerdem ist es immer gut, die Möglichkeit zu haben, unsere Produkte oder Dienstleistungen persönlich vorzustellen und alle Fragen zu beantworten, die Sie haben. Auf jeden Fall. Und es geht nicht nur um das Geschäft, sondern auch darum, Beziehungen aufzubauen und zu zeigen, dass uns ihr Erfolg am Herzen liegt. Das ist so wahr. Und ein persönliches Treffen kann auch eine gute Gelegenheit sein, Feedback und Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Auf jeden Fall. Und das nicht nur zum Vorteil unserer Kunden, sondern auch zu uns. Wir können viel von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen lernen. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern. Und nicht zu vergessen die persönliche Note. Ein persönliches Treffen zeigt, dass wir bereit sind, die Extrameile zu gehen und dass wir ihr Geschäft schätzen. Genau. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und langfristige Beziehungen aufzubauen, und ein persönliches Treffen ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Und es geht nicht nur darum, den Kunden zu beeindrucken, sondern auch darum, sicherzustellen, dass wir seine Bedürfnisse erfüllen und die bestmöglichen Lösungen anbieten. Ja, und ein persönliches Treffen ermöglicht es uns, proaktiver zu sein und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, anstatt nur auf ihre Anfragen zu reagieren. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, sich zu vernetzen und Kontakte zu anderen Fachleuten der Branche aufzubauen. Lektion 12: Pläne für den Sommerurlaub mit Ihren Kindern. Hianna, hast du schon Pläne für den Sommerurlaub mit deinen Kindern? Noch nicht, ich habe versucht, ein paar Ideen zu entwickeln. Wie steht es mit dir? Ich dachte daran, mit ihnen ein paar Tage zu campen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich von der Technologie zu trennen und die Natur zu genießen. Das ist eine tolle Idee. Ich dachte daran, mit meinen Kindern an den Strand zu gehen. Sie lieben es, im Sand zu spielen und im Meer zu schwimmen. Ja, der Strand ist auch immer eine gute Option. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und die Sonne zu genießen. Und am Strand gibt es in der Regel viele lustige Aktivitäten für Kinder, wie Beachvolleyball und Sandburgen bauen. Das stimmt. Und es gibt auch viele tolle lokale Veranstaltungen und Festivals im Sommer, zu denen wir unsere Kinder mitnehmen können. Das ist ein guter Punkt. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Outdoor-Aktivitäten und kulturellen Erlebnissen zu finden, damit unsere Kinder auf unterschiedliche Weise lernen und wachsen können. Absolut. Und es ist auch wichtig, Aktivitäten zu finden, die für sie altersgerecht und interessant sind, damit sie engagiert und motiviert bleiben können. Und vergessen wir nicht, wie wichtig die Zeit mit der Familie ist. Die Sommerferien sind eine großartige Gelegenheit, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ja, und es ist auch ein guter Zeitpunkt, um ihnen wichtige Lebenskompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation und Problemlösung beizubringen. Auf jeden Fall. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt,
um sie zu ermutigen, neue Dinge auszuprobieren und ihre Komfortzone zu verlassen. Das ist ein großartiger Punkt. Egal, ob Sie eine neue Sportart ausprobieren oder einen neuen Ort besuchen, die Sommerferien sind eine großartige Zeit, um neue Dinge zu erkunden und zu entdecken. Und es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern auch darum, wie wir es tun. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir die Sommerferien mit einer positiven und abenteuerlichen Einstellung angehen, damit unsere Kinder von unserem Beispiel lernen können. Lektion 13. Was würdest du im Falle eines Brandes tun? Hi Anna, hast du schon mal darüber nachgedacht, was du im Falle eines Brandes tun würdest? Das habe ich tatsächlich. Ich denke, es ist wichtig, vorbereitet zu sein und zu wissen, was im Notfall zu tun ist. Das ist ein guter Punkt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Haben Sie Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Ja, ich habe einen Feuerlöscher in meiner Küche und Rauchmelder im ganzen Haus. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Und ich achte auch darauf, die Batterien in meinen Rauchmeldern regelmäßig zu überprüfen. Das ist eine gute Erinnerung. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass unsere Sicherheitsausrüstung ordnungsgemäß funktioniert. Absolut. Und im Falle eines Brandes ist es wichtig, einen Fluchtplan zu haben und sicherzustellen, dass jeder im Haus weiß, was zu tun ist. Ja, und es ist wichtig, den Fluchtplan mit der Familie zu üben, damit jeder weiß, was im Notfall zu tun ist. Das ist ein großartiger Punkt. Und es ist auch wichtig, Ruhe zu bewahren und im Falle eines Brandes nicht in Panik zu geraten. Auf jeden Fall. Panik kann die Dinge verschlimmern und zu schlechten Entscheidungen führen. Und es ist wichtig zu wissen, wann man evakuiert werden muss und wann man an Ort und Stelle bleiben muss, je nach Situation. Ja, und es ist auch wichtig, einen festen Treffpunkt außerhalb des Hauses zu haben, damit alle berücksichtigt werden können. Das ist ein guter Punkt. Und im Brandfall ist es wichtig, den Rettungsdienst zu rufen und die Situation so schnell wie möglich zu melden. Ja, das ist entscheidend. Und es ist auch wichtig, während eines Brandes keine Aufzüge zu benutzen und stattdessen die Treppe zur Evakuierung zu benutzen. Lektion 14. Erdbeeren sind wirklich gut für die Gesundheit. Hi Anna, wusstest du, dass Erdbeeren wirklich gut für deine Gesundheit sind? Wirklich? Ich liebe Erdbeeren, aber ich wusste nicht, dass sie gesundheitliche Vorteile haben. Ja, sie sind vollgepackt mit Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, die dazu beitragen können, ihr Immunsystem zu stärken und Entzündungen im Körper zu reduzieren. Das ist wirklich interessant. Ich hatte keine Ahnung. Und kalorienarm sind sie auch, oder? Ja, das stimmt. Sie sind eine großartige Option, wenn Sie versuchen, auf Ihr Gewicht zu achten. Und ich habe auch gehört, dass sie helfen können, die Gesundheit der Haut zu verbessern und Falten vorzubeugen. Ja, das liegt daran, dass sie reich an Vitamin C sind, das die Kollagenproduktion in der Haut fördert. Das ist beeindruckend. Und wie sieht es mit ihrer Wirkung auf die Herzgesundheit aus? Erdbeeren sind auch reich an Flavonoiden, die dazu beitragen können, das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern, indem sie die Durchblutung verbessern und Entzündungen reduzieren. Wow, ich hatte keine Ahnung,
dass Erdbeeren so viele gesundheitliche Vorteile haben. Und richtig lecker sind sie auch. Ja, das sind sie. Und sie sind auch vielseitig. Sie können sie frisch, in Smoothies oder sogar in Salaten essen. Und sie haben im Sommer Saison, was das Essen noch angenehmer macht. Das stimmt. Und es ist eine großartige Zeit, um mit verschiedenen Rezepten zu experimentieren und kreativ zu werden, wie sie verwenden. Und vergessen wir nicht die Vorteile, die es hat, lokale Bauern zu unterstützen, indem man frische Erdbeeren auf dem Bauernmarkt kauft. Lektion 15. Diese Strandpartie ist der Hammer. Hey Anna, diese Strandpartie ist der Wahnsinn. Worauf hast du Lust? Ich weiß, es macht so viel Spaß. Ich bin für alles zu haben. Was schlagen Sie vor? Wie wäre es, wenn wir mit einer Partie Beachvolleyball beginnen? Es ist immer ein Klassiker und eine großartige Möglichkeit, alle einzubeziehen. Das klingt nach einer tollen Idee. Und wir können Teams bilden und ein Miniturnier veranstalten. Ja, das würde wirklich Spaß machen. Und danach konnten wir im Meer schwimmen gehen und uns abkühlen. Auf jeden Fall. Und wir konnten auch ein paar Paddleboards oder Kajaks mieten und die Küste erkunden. Das ist eine großartige Idee. Und für diejenigen, die sich nicht körperlich betätigen möchten, könnten wir ein Strandzelt aufstellen und einen Chill-Out-Bereich haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir könnten auch ein paar Brettspiele oder Kartenspiele mitbringen, um sie zu spielen, während wir uns im Schatten entspannen. Das ist eine großartige Idee. Und wir könnten auch grillen und leckeres Essen für alle kochen. Ja, vergessen wir nicht das Essen. Und wir könnten auch ein paar erfrischende Getränke wie Limonade oder Fruchtsmoothies zu uns nehmen. Und für diejenigen, die abenteuerlustig sind, können wir ein paar Surfbretter mieten und ein paar Wellen fangen. Das ist eine tolle Idee. Und wir könnten auch nachts ein Lagerfeuer machen und ein paar S'mores und das Geschichtenerzählen genießen. Ja, ein Lagerfeuer ist immer eine gute Möglichkeit, eine Strandparty zu beenden. Und wir könnten auch ein paar Musikinstrumente mitbringen und eine Jam-Session machen. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Und wir konnten auch den Sonnenuntergang beobachten und ein paar schöne Fotos machen. Lektion 16. Verwenden Sie weniger Einweggeschirr. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Abfall wir mit Einweggeschirr und Utensilien produzieren? Ja, das ist ein großes Problem. Diese Plastikteller, Löffel und Gabeln sind nicht nur verschwenderisch, sondern auch schädlich für die Umwelt. Genau. Deshalb habe ich versucht, weniger Einweggeschirr zu verwenden und mich stattdessen für Wiederverwendbares zu entscheiden. Das ist eine tolle Idee. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt, sondern auch darum, langfristig Geld zu sparen. Ja, das stimmt. Und es ist auch bequemer, ein Set wiederverwendbares Geschirr und Utensilien zu haben, die Sie immer wieder verwenden können. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.
Und es geht nicht nur darum, wiederverwendbares Geschirr zu Hause zu verwenden, wir können auch unsere eigenen wiederverwendbaren Utensilien und Behälter mitbringen, wenn wir essen gehen oder uns etwas zum Mitnehmen holen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und viele Restaurants und Cafés bieten mittlerweile Rabatte oder Anreize für das Mitbringen eigener Mehrwegbehälter an. Das stimmt. Und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Recycling nicht die Lösung des Problems ist. Es ist besser, unseren Abfall von vornherein zu reduzieren. Auf jeden Fall. Und indem wir weniger Einweggeschirr und Utensilien verwenden, machen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Und für die Zeiten, in denen wir Geschirr oder Utensilien für den einmaligen Gebrauch verwenden müssen, sollten wir versuchen, solche zu wählen, die kompostierbar oder biologisch abbaubar sind. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir sollten auch versuchen, Produkte aus nachhaltigen Materialien wie Bambus oder recyceltem Kunststoff zu kaufen. Und es geht nicht nur darum, weniger Einweggeschirr und Utensilien zu verbrauchen, sondern wir können auch Wasser sparen, indem wir unser Geschirr effizient spülen und nach Möglichkeit eine Spülmaschine verwenden. Das stimmt. Und wir können auch unsere Essensreste kompostieren, um Abfall zu reduzieren und nährstoffreiche Erde für unsere Gärten zu schaffen. Lektion 17: Engagement für eine Wohltätigkeitsorganisation. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, dich für eine Wohltätigkeitsorganisation zu engagieren? Ja, das habe ich. Ich denke, es ist wichtig, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und Dinge zu unterstützen, die uns wichtig sind. Das ist eine großartige Einstellung. Haben Sie Organisationen gefunden, die Sie unterstützen möchten? Ja, ich habe mich nach lokalen Organisationen umgesehen, die Bildung und Alphabetisierung von Kindern unterstützen. Das ist eine großartige Sache. Und ich habe mich nach Organisationen umgesehen, die bedürftigen Gemeinden sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung stellen. Das ist eine wirklich wichtige Arbeit. Und ich finde es toll, dass wir verschiedene Anliegen unterstützen und zusammenkommen können, um etwas zu bewegen. Absolut. Und es geht nicht nur darum, Geld zu spenden, wir können auch unsere Zeit und unsere Fähigkeiten ehrenamtlich einsetzen, um diesen Organisationen zu helfen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir können auch das Bewusstsein für diese Anliegen schärfen und andere ermutigen, sie ebenfalls zu unterstützen. Und wenn wir uns für eine Wohltätigkeitsorganisation engagieren, können wir ein Gefühl von Sinn und Erfüllung in unserem Leben schaffen. Auf jeden Fall. Und es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden und neue Freunde zu finden. Und es ist wichtig, eine Organisation zu wählen, die mit unseren Werten und Überzeugungen übereinstimmt, damit wir uns mit der Wirkung, die wir erzielen, gut fühlen können. Ja, das ist entscheidend. Und wir sollten auch unsere Nachforschungen anstellen und sicherstellen, dass die Organisation seriös und transparent ist, wie sie die von uns gespendeten Gelder und Ressourcen verwendet. Absolut. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind wichtige Faktoren, die bei der Auswahl einer zu unterstützenden Wohltätigkeitsorganisation zu berücksichtigen sind. Und wir sollten auch über das langfristige Engagement nachdenken, das wir bereit sind einzugehen. Es ist wichtig, eine Organisation zu wählen, die wir im Laufe der Zeit unterstützen können, nicht nur eine einmalige Spende. Lektion 18: Es fällt mir schwer, dieses Kind dazu zu bringen, mir zuzuhören. Hey Anna, was ist los? Du siehst verärgert aus.
Es ist nur so, dass es mir schwer fällt, dieses Kind dazu zu bringen, mir zuzuhören. Ich habe das Gefühl, alles versucht zu haben und nichts scheint zu funktionieren. Das klingt frustrierend. Was haben Sie bisher ausprobiert? Ich habe versucht, standhaft zu sein, positive Verstärkung einzusetzen und sogar klare Konsequenzen zu ziehen, wenn ich nicht zuhöre. Das hört sich so an, als hättest du viele verschiedene Ansätze ausprobiert. Haben Sie versucht, mit dem Kind zu sprechen und es zu fragen, warum es nicht zuhört? Nein, daran habe ich nicht gedacht. Glaubst du, das könnte funktionieren? Einen Versuch ist es wert. Vielleicht gibt es etwas in Ihrem Leben, das es Ihnen schwer macht, sich zu konzentrieren und zuzuhören. Das ist ein guter Punkt. Und vielleicht kann ich durch das Gespräch mit Ihnen auch zeigen, dass Sie mir und Ihr Wohlergehen am Herzen liegen. Genau. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes Kind anders ist und was für das eine funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für das andere. Das stimmt. Und ich möchte dieses Kind nicht aufgeben. Ich möchte eine Lösung finden, die für uns beide funktioniert. Und manchmal ist es hilfreich, den Input von anderen Erwachsenen zu bekommen, die mit Kindern arbeiten, wie Lehrern oder Beratern. Ja, das ist eine tolle Idee. Und vielleicht können Sie einige Erkenntnisse oder Strategien bieten, an die ich noch nicht gedacht habe. Und vergessen wir nicht die Kraft der positiven Verstärkung. Wenn das Kind zuhört, loben und belohnen Sie es für sein gutes Benehmen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und vielleicht wird das Kind, wenn es sich auf das positive Verhalten konzentriert, motivierter sein, zuzuhören und Anweisungen zu befolgen. Lektion 19: Fahrradtour. Hi Anna, warst du schon mal auf einer Fahrradtour? Ja, das habe ich. Ich liebe es, neue Orte mit dem Fahrrad zu erkunden. Das ist großartig. Wo machst du am liebsten eine Radtour? Ich habe es sehr genossen, mit dem Fahrrad durch die Landschaft in Frankreich zu fahren. Die Landschaft war atemberaubend. Das hört sich toll an. Und es gibt so viele Vorteile, eine Radtour zu unternehmen, wie zum Beispiel Bewegung und in der Natur zu sein. Ja, das stimmt. Und es ist auch eine großartige Möglichkeit, sich mit der lokalen Kultur zu verbinden und neue Leute kennenzulernen. Und man muss kein erfahrener Radfahrer sein, um eine Radtour zu machen. Es gibt Optionen für alle Könnenstufen. Das ist ein guter Punkt. Und Sie können auch ein Fahrrad mieten oder an einer geführten Tour teilnehmen, wenn Sie keine eigene Ausrüstung haben. Und vergessen wir nicht, wie wichtig die Sicherheit beim Radfahren ist. Es ist wichtig, einen Helm zu tragen und die Verkehrsregeln zu befolgen. Ja, Sicherheit sollte bei uns immer oberste Priorität haben. Und es ist auch wichtig, viel Wasser und Snacks mitzunehmen, um hydratisiert und energiegeladen zu bleiben. Und wir sollten auch auf die Umwelt achten und vermeiden, dass Naturräume vermüllt oder beschädigt werden. Das stimmt. Und wir können auch unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren, indem wir uns dafür entscheiden, mit dem Fahrrad zu fahren, anstatt mit dem Auto zu fahren. Und es geht nicht nur darum, in der Freizeit eine Radtour zu unternehmen, sondern wir können das Fahrrad auch als Fortbewegungsmittel für tägliche Besorgungen oder das Pendeln nutzen. Ja, das ist eine großartige Möglichkeit, das Radfahren in unser tägliches Leben zu integrieren und unsere Abhängigkeit vom Auto zu verringern.
Lektion 20. Warst du schon einmal in Paris? Hi Anna, warst du schon mal in Paris? Nein, habe ich nicht. Aber es steht definitiv auf meiner Bucketlist der Orte, die ich besuchen möchte. Es ist eine tolle Stadt. Das Essen, die Architektur und die Kunst sind alle unglaublich. Das hört sich wunderbar an. Was sind einige der Attraktionen, die man in Paris gesehen haben muss? Der Eiffelturm ist definitiv ein Muss. Und das Louvre-Museum beherbergt einige der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Wow, das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Und was ist mit dem Essen? Ich habe gehört, dass die französische Küche fantastisch ist. Ja, das Essen in Paris ist fantastisch. Von Croissants und Baguettes bis hin zu Schnecken und Coq au vin gibt es so viele leckere Optionen. Das hört sich fantastisch an. Und wie sieht es mit dem Nachtleben aus? Gibt es abends viel zu tun? Absolut. Paris hat ein pulsierendes Nachtleben mit vielen Bars, Clubs und Musiklokalen zur Auswahl. Das ist großartig. Und wie sieht es mit dem Transport aus? Ist es einfach, sich in der Stadt fortzubewegen? Ja, das öffentliche Verkehrssystem in Paris ist sehr effizient und einfach zu bedienen. Und Sie können auch Fahrräder mieten oder einen Spaziergang machen, um die Stadt zu erkunden. Das ist gut zu wissen. Und wie sieht es mit der Sprachbarriere aus? Müssen Sie Französisch können, um sich fortzubewegen? Es ist immer hilfreich, ein paar grundlegende französische Sätze zu kennen, aber viele Menschen in Paris sprechen Englisch und helfen Touristen gerne weiter. Das ist gut zu hören. Danke, John. Lektion 21. Winterkleidung einkaufen. Hey Anna, hast du schon darüber nachgedacht, Winterkleidung zu kaufen? Ja, das habe ich. Ich muss meine Garderobe für das kältere Wetter aktualisieren. Das ist eine gute Idee. Was sind einige der Artikel, die Sie kaufen möchten? Ich brauche einen neuen Wintermantel, ein paar warme Pullover und ein paar Stiefel. Das sind alles wichtige Dinge für den Winter. Und haben Sie sich schon überlegt, wo Sie einkaufen möchten? Noch nicht. Haben Sie Empfehlungen? Nun, es gibt viele Möglichkeiten, von Kaufhäusern bis hin zu Online-Händlern. Und es ist immer gut, in lokalen Boutiquen nach einzigartigen Funden zu suchen. Das ist ein guter Punkt. Und wie sieht es mit dem Einhalten eines Budgets aus? Hast du dafür Tipps? Ja, es ist wichtig, ein Budget festzulegen und sich daran zu halten. Und Sie können auch nach Verkäufen und Rabatten suchen, um Geld zu sparen. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Denkst du, dass es wichtig ist, dies beim Kauf von Kleidung zu beachten? Absolut. Fast Fashion hat einen großen Einfluss auf die Umwelt, daher ist es wichtig, Kleidung aus nachhaltigen Materialien zu wählen und Marken zu unterstützen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Dem stimme ich zu. Und gibt es bestimmte Materialien oder Marken, die Sie empfehlen würden? Ich würde empfehlen, nach Kleidung aus Bio-Baumwolle, recycelten Materialien oder nachhaltigen Stoffen wie Bambus zu suchen. Und es gibt viele Marken, die Wert auf Nachhaltigkeit legen,
wie Patagonia und Ivalane. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank, John. Lektion 22. Check-in-Prozess am Flughafen. Hey Anna, hattest du jemals Probleme mit dem Check-in-Prozess am Flughafen? Ja, das habe ich. Es kann etwas verwirrend und stressig sein, besonders wenn Sie mit den Verfahren nicht vertraut sind. Das stimmt. Aber es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um den Prozess reibungsloser zu gestalten. Haben Sie versucht, online einzuchecken, bevor Sie am Flughafen angekommen sind? Ja, das habe ich. Es spart definitiv Zeit und kann den Prozess weniger stressig machen. Das ist ein guter Punkt. Und wenn Sie am Flughafen ankommen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Dokumente wie Reisepass und Bordkarte leicht zugänglich haben. Das stimmt. Und was ist mit dem Gepäck? Hast du dafür Tipps? Ja, stellen Sie sicher, dass Sie die Gewichts- und Größenbeschränkungen für Ihr Gepäck überprüfen, bevor Sie am Flughafen ankommen. Und wenn Sie ein Handgepäck mitbringen, stellen Sie sicher, dass es den Richtlinien der Fluggesellschaft entspricht. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Glaubst du, dass es dafür wichtig ist, früh zu kommen? Absolut. Es wird empfohlen, mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug am Flughafen einzutreffen, um genügend Zeit für Sicherheitskontrollen und unerwartete Verspätungen einzuplanen. Das ist ein guter Punkt. Und was ist mit Flüssigkeiten und Elektronik? Habt ihr Tipps zum Packen? Ja, stellen Sie sicher, dass Sie alle Flüssigkeiten oder Gelee in eine durchsichtige Plastiktüte packen und die Größenbeschränkungen einhalten. Und was die Elektronik betrifft, stellen Sie sicher, dass sie leicht zugänglich ist und nehmen Sie sie bei der Sicherheitskontrolle aus Ihrer Tasche. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit dem Boarding-Prozess aus? Hast du dafür Tipps? Ja, achte auf die Boarding-Durchsagen und achte auf deine Reihen- oder Gruppennummer. Und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis bereithalten, um sie dem Gate-Mitarbeiter vorzulegen. Das stimmt. Vielen Dank für Ihren Rat. Lektion 23. Ich habe gehört, dass du Schwierigkeiten hast, deine Kleidung zu trocknen. Hey Anna, ich habe dich sagen hören, dass du Probleme hast, deine Kleidung zu trocknen. Was scheint das Problem zu sein? Ja, es scheint, als ob meine Kleidung ewig braucht, um zu trocknen, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Das ist frustrierend. Haben Sie das Flusensieb in Ihrem Trockner überprüft? Ein verstopftes Fusselsieb kann dazu führen, dass Kleidung länger zum Trocknen braucht. Das ist ein guter Punkt. Ich werde dafür sorgen, dass es ausgeräumt wird. Aber selbst wenn ich meine Klamotten zum Trocknen aufhänge, dauert es immer noch lange. Hast du schon einmal versucht, einen Wäscheständer zu benutzen oder sie an einem sonnigen Tag draußen aufzuhängen? Diese Methoden können effizienter sein als die Lufttrocknung in Innenräumen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber was ist, wenn es draußen regnet oder zu kalt ist? In diesem Fall können Sie versuchen, einen Luftentfeuchter zu verwenden, um der Luft Feuchtigkeit zu entziehen und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit der Art des Stoffes aus? Glauben Sie, dass das ein Faktor sein könnte?
Ja, manche Stoffe brauchen länger zum Trocknen als andere. Synthetische Stoffe wie Polyester und Nylon können länger zum Trocknen brauchen als natürliche Stoffe wie Baumwolle oder Wolle. Das macht Sinn. Und was ist mit der Menge an Kleidung, die Sie auf einmal trocknen möchten? Auch eine Überlastung des Trockners oder das Aufhängen von zu vielen Kleidungsstücken auf einem Wäscheständer kann den Trocknungsprozess verlangsamen. Es ist wichtig, jedem Gegenstand genügend Platz zu geben, damit die Luft zirkulieren kann. Das ist ein guter Punkt. Ich achte darauf, den Trockner oder den Wäscheständer nicht zu überladen. Und wie sieht es mit der Temperatureinstellung am Trockner aus? Einige Stoffe erfordern eine niedrigere Temperatureinstellung, um Einschrumpfen oder Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung zu überprüfen und die Temperatureinstellung entsprechend anzupassen. Das ist eine gute Erinnerung. Danke, John. Lektion 24. Was würden wir tun, wenn uns das Öl als Energiequelle ausginge? Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, was wir tun würden, wenn uns das Öl als Energiequelle ausgehen würde? Ja, das ist definitiv etwas, worüber wir nachdenken sollten. Was könnten wir Ihrer Meinung nach als Alternative nutzen? Nun, es gibt viele erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, die als Ersatz für Öl genutzt werden könnten. Das stimmt. Und was ist mit der Kernenergie? Glauben Sie, dass das eine praktikable Option sein könnte? Die Kernenergie hat ihre Vor- und Nachteile, aber sie könnte eine praktikable Option sein, wenn wir die Sicherheits- und Abfallentsorgungsbedenken ausräumen können. Das ist ein guter Punkt. Und was ist mit Biokraftstoffen? Glauben Sie, dass sie eine gute Alternative zu Öl sein könnten? Biokraftstoffe wie Ethanol und Biodiesel können eine gute Alternative zu Öl sein, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Produktion von Biokraftstoffen nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurriert oder zur Abholzung von Wäldern führt. Das ist ein guter Punkt. Und wie sieht es mit der Geothermie aus? Glauben Sie, dass das eine praktikable Option sein könnte? Geothermie, die aus der Wärme der Erde gewonnen wird, kann in Gebieten mit hoher geothermischer Aktivität eine praktikable Option sein. Aber es ist keine weit verbreitete Lösung für den Energiebedarf der Welt. Das stimmt. Und wie sieht es mit der Gezeitenenergie aus? Glauben Sie, dass das eine potenzielle Energiequelle sein könnte? Ja, die Gezeitenenergie, die aus der Bewegung der Gezeiten stammt, könnte eine potenzielle Energiequelle in Küstengebieten sein. Aber es ist immer noch eine sich entwickelnde Technologie und hat einige Einschränkungen. Das ist interessant. Und wie sieht es mit den Kosten für den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen aus? Glaubst du, dass es für alle machbar wäre? Es stimmt, dass mit der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen einige Anfangskosten verbunden sein könnten. Aber auf lange Sicht könnte es kostengünstiger und nachhaltiger sein, als sich auf endliche Ressourcen wie Öl zu verlassen. Das ist ein guter Punkt. Lektion 25. Ich habe mein Portemonnaie beim Einkaufen verloren. Hey Anna, was ist los? Du scheinst verärgert zu sein. Ich glaube, ich habe mein Portemonnaie beim Einkaufen verloren. Ich kann es nirgends finden. Oh nein, das ist schrecklich.
Haben Sie Ihre Schritte zurückverfolgt und sich bei den Geschäften erkundigt, die Sie besucht haben? Ja, das habe ich. Aber bisher kein Glück. Hast du deine Kreditkarten gekündigt und deine Bank benachrichtigt? Ja, das habe ich gemacht, als ich gemerkt habe, dass mein Portemonnaie fehlt. Das ist ein guter Anfang. Und haben Sie eine Anzeige bei der Polizei erstattet? Noch nicht. Aber ich habe darüber nachgedacht, das zu tun, wenn ich mein Portemonnaie nicht bald finde. Das ist eine gute Idee. Und in der Zwischenzeit sollten Sie Ihre Konten und Kreditauskünfte überwachen, um sicherzustellen, dass keine verdächtigen Aktivitäten vorliegen. Ja, das habe ich gemacht. Aber ich bin immer noch so frustriert und besorgt. Ich kann verstehen, warum. Der Verlust Ihrer Brieftasche kann eine stressige und überwältigende Erfahrung sein. Versuchen Sie jedoch, ruhig zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sich zu schützen. Das stimmt. Und ich muss auch darüber nachdenken, den Inhalt meiner Brieftasche, wie meinen Ausweis und andere wichtige Dokumente, zu ersetzen. Das ist ein guter Punkt. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, neu zu bewerten, was Sie wirklich in Ihrem Portemonnaie tragen müssen und was Sie zu Hause lassen können. Das stimmt. Und ich möchte in Zukunft auch vorsichtiger sein, wenn es darum geht, den Überblick über meine Sachen zu behalten. Lektion 26. An welcher Bushaltestelle müssen wir aussteigen? Hey Anna, weißt du noch, an welcher Bushaltestelle wir aussteigen müssen, um zum Supermarkt zu gehen? Ich glaube, es ist der nach dem Park, aber ich bin mir nicht sicher. Lassen Sie mich die Karte überprüfen. Okay, hört sich gut an. Ich möchte die Haltestelle nicht verpassen und zu weit laufen. Laut Karte ist die Bushaltestelle, die wir brauchen, die nach dem Park, wie ich dachte. Großartig, danke fürs Überprüfen. Und wissen Sie noch, auf welcher Straßenseite sich der Supermarkt befindet? Ich glaube, es ist auf der linken Straßenseite. Aber wir können den Busfahrer bitten, dies zu bestätigen. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit dem Rückbus aus? An welcher Haltestelle sollen wir warten? Wir sollten an der gleichen Haltestelle warten, an der wir ausgestiegen sind. Dort hält der Rückbus. Okay, das macht Sinn. Und was ist, wenn wir den Rückbus verpassen? Kennen Sie den Zeitplan für die nächste? Ja, ich habe den Zeitplan auf meinem Handy. Der nächste Bus sollte in circa 20 Minuten sein. Das ist gut zu wissen. Und wie sieht es mit der Frequenz der Busse aus? Kommen sie alle 20 Minuten oder so? Ja, laut Fahrplan kommen die Busse tagsüber alle 15 bis 20 Minuten. Das ist gut. Und wie sieht es mit den Kosten für die Busfahrt aus? Brauchen wir exaktes Wechselgeld oder können wir eine Karte verwenden? Wir können die Busfahrt mit einer Karte bezahlen. Aber wenn wir keine Karte haben, können wir auch Bargeld verwenden. Der Fahrpreis beträgt 2 US-Dollar und 50 Cent pro Fahrt. Lektion 27. Backup-Plan für Energie im Falle eines Stromausfalls. Hey Anna, da der Taifun kommt, hast du darüber nachgedacht, was wir tun sollten, um im Falle eines Stromausfalls einen Backup-Plan für Energie zu erstellen?
Das ist ein guter Punkt. Ich denke, wir sollten einige Notvorräte wie Taschenlampen und Batterien zur Hand haben, nur für den Fall. Ja, das ist ein guter Anfang. Aber was ist, wenn der Stromausfall eine Weile andauert? Haben Sie Ideen für eine längerfristige Lösung? Nun, wir könnten uns überlegen, einen Generator zu kaufen. Auf diese Weise haben wir immer noch Strom für wichtige Dinge wie den Kühl- und Gefrierschrank. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit Solarenergie aus? Glauben Sie, dass das eine praktikable Option sein könnte? Solarenergie könnte funktionieren, aber es könnte teuer sein, sie einzurichten. Langfristig könnte es jedoch eine gute Investition sein. Das ist ein guter Punkt. Und wie sieht es mit einer Backup-Powerbank für unsere Telefone und andere Geräte aus? Ja, das ist auch eine gute Idee. Wir verlassen uns heutzutage so sehr auf unsere Geräte, daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass wir sie im Falle eines Stromausfalls noch verwenden können. Genau. Und wie sieht es mit dem Kochen aus? Hast du eine Idee, wie wir ohne Strom kochen können? Wir könnten einen Gaskocher oder einen Campingkocher verwenden. Oder wir könnten auch in Betracht ziehen, mit Holzkohle oder Holz zu kochen, wenn wir Zugang zu diesen Ressourcen haben. Das ist ein guter Vorschlag. Und wie sieht es mit dem Warmhalten aus, wenn in den kälteren Monaten der Strom ausfällt? Wir könnten Decken und Schichten verwenden, um warm zu bleiben, aber wir könnten auch in Betracht ziehen, eine tragbare Heizung zu kaufen, die mit Propan oder Kerosin betrieben wird. Das ist eine gute Idee. Und was ist mit Wasser? Haben Sie Ideen, wie wir im Notfall an sauberes Wasser kommen können? Wir sollten sicherstellen, dass wir uns mit Wasser in Flaschen eindecken, aber wir könnten auch in Betracht ziehen, uns ein Wasserfiltersystem oder einen Wasserspeicher zuzulegen. Lektion 28: Der mächtigste Mensch der Welt. Anna, wer ist deiner Meinung nach die mächtigste Person der Welt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist schwierig zu bestimmen, wer die mächtigste Person ist, da es viele Personen gibt, die erheblichen Einfluss und Autorität haben. Das stimmt. Aber wenn du dich für jemanden entscheiden müsstest, wer wäre das? Ich weiß nicht, vielleicht der Präsident der Vereinigten Staaten oder der Führer Chinas. Das sind definitiv mächtige Positionen, aber was ist mit Leuten, die eine beträchtliche wirtschaftliche Macht haben, wie die CEOs großer Unternehmen? Das stimmt. Und vergessen wir nicht die einflussreichen Persönlichkeiten in Bereichen wie Medien und Technologie, die die Macht haben, die öffentliche Meinung und Kultur zu formen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und was ist mit dem Papst, der bedeutenden religiösen Einfluss und Autorität innehat? Das stimmt. Und es gibt auch andere Führer religiöser Organisationen, die beträchtliche Macht und Einfluss haben. Absolut. Und was ist mit Personen, die über beträchtliche militärische Macht verfügen, wie die Staatsoberhäupter von Ländern mit großen Streitkräften? Ja, militärische Macht ist definitiv ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung, wer die mächtigste Person der Welt ist. Und was ist mit Individuen, die eine bedeutende soziale und kulturelle Macht haben, wie Prominente und Influencer? Das stimmt.
Und vergessen wir nicht die Macht der einfachen Menschen, die die Macht haben, durch kollektives Handeln und Fürsprache Veränderungen herbeizuführen. Ja, Einzelpersonen und Graswurzelbewegungen können auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss haben. Und ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Macht viele Formen annehmen und von vielen verschiedenen Menschen ausgeübt werden kann. Dem stimme ich zu. Und es ist auch wichtig zu überlegen, wie Macht eingesetzt wird und ob sie zum Wohle der Allgemeinheit oder zum persönlichen Vorteil eingesetzt wird. Lektion 29. Die Rolle des Staates bei der Unterstützung von Menschen, die in Armut leben. Hey Anna, was denkst du über die Rolle der Regierung bei der Unterstützung von Menschen, die in Armut leben? Ich denke, es ist wichtig, dass die Regierung die Bedürftigen unterstützt, insbesondere wenn es um Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung geht. Das ist ein guter Punkt. Und was halten Sie von Regierungsprogrammen wie Sozialhilfe und Lebensmittelmarken? Ich denke, dass diese Programme wirksam sein können, um den Bedürftigen vorübergehende Hilfe zu leisten, aber sie sollten auch von Bemühungen begleitet werden, die Ursachen der Armut zu bekämpfen. Ja, die Bewältigung systemischer Probleme wie Ungleichheit und mangelnder Zugang zu Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten ist entscheidend, um langfristige Lösungen zu schaffen. Genau. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Regierung mit anderen Organisationen und Behörden zusammenarbeitet, um einen umfassenden Ansatz zur Armutsbekämpfung zu entwickeln. Ja, die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, gemeinnützigen Organisationen und dem Privatsektor kann eine starke Kraft für Veränderungen sein. Und wie sieht es mit der internationalen Hilfe und Unterstützung bei der Armutsbekämpfung in anderen Ländern aus? Ich denke, es ist wichtig, dass die Regierung die Bemühungen zur Armutsbekämpfung weltweit unterstützt, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die Ressourcen begrenzt sind. Das ist ein guter Punkt. Und welche Rolle spielt Bildung bei der Armutsbekämpfung? Bildung ist entscheidend, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und den Menschen die Fähigkeiten und das Wissen zu vermitteln, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Ja, Investitionen in Bildung und der Zugang zu hochwertiger Bildung für alle können einen erheblichen Einfluss auf die Armutsbekämpfung haben. Und wie sieht es mit dem Zugang zu Gesundheitsversorgung und bezahlbarem Wohnraum aus? Der Zugang zu Gesundheitsversorgung und bezahlbarem Wohnraum sind ebenfalls wichtige Faktoren zur Armutsbekämpfung, da sie den Menschen helfen können, ihre Gesundheit und Stabilität zu erhalten, während sie auf eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation Ja, hinarbeiten. und es ist wichtig, dass die Regierung sicherstellt, dass diese Grundbedürfnisse für alle Mitglieder der Gesellschaft erfüllt werden, unabhängig von Einkommen oder sozialem Status. Dem stimme ich zu. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, ein unterstützendes und integratives soziales Sicherheitsnetz für diejenigen zu schaffen, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Lektion 30. Hast du die gesamte Ausrüstung gekauft, die wir für unseren Campingausflug benötigen? Hi Anna, hast du die gesamte Ausrüstung gekauft, die wir für unseren Campingausflug an diesem Wochenende brauchen? Noch nicht. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Ich denke, wir brauchen ein Zelt, Schlafsäcke, einen tragbaren Kocher und ein paar Kuschutensilien. Ja, und wir brauchen auch ein paar Taschenlampen, einen Erste-Hilfe-Kasten und vielleicht etwas Insektenschutzmittel. Das ist eine gute Idee. Und wie wäre es mit einer Kühlbox zur Aufbewahrung von Speisen und Getränken? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Kühlbox.
Und wir sollten auch ein paar Wasserflaschen und ein Wasserfiltersystem mitbringen. Das ist ein guter Punkt. Und wie wäre es mit Campingstühlen oder einem tragbaren Tisch? Wir sollten wenigstens ein paar Campingstühle mitbringen, und ein kleiner Tisch wäre auch schön. Das hört sich gut an. Und wie sieht es mit warmer Kleidung und Ausrüstung aus, falls das Wetter kalt wird? Ja, wir sollten ein paar zusätzliche Schichten und warme Ausrüstung mitbringen, nur für den Fall. Und es ist immer besser, übervorbereitet als unvorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Und wie sieht es mit Wanderausrüstung wie festem Schuhwerk und einem Rucksack aus? Ja, wir sollten auch unsere Wanderausrüstung mitbringen. Und wir sollten auch eine Karte und einen Kompass mitbringen, falls wir uns verlaufen. Das ist eine gute Idee. Und wie sieht es mit der Unterhaltung aus? Müssen wir etwas für die Ausfallzeit mitbringen? Wir könnten ein Kartenspiel oder ein paar Brettspiele zur Unterhaltung mitbringen und vielleicht ein paar Bücher oder einen tragbaren Musikplayer. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.